Kaminöfen werden immer beliebter und das liegt nicht nur daran, dass sie so schön gemütlich sind und vor allem auch gesund sind, sondern dass immer mehr Hausbesitzer Kaminöfen als ernsthafte Alternative zum Heizen mit Öl oder Gas verwenden. Aber wie sieht es aus? Das Haus ist fertig und, aus welchen Gründen auch immer, stelle ich fest, ich habe keinen Schornstein eingeplant. Grundsätzlich, und das ist die gute Nachricht, lässt sich in jedes Haus nachträglich ein Kaminofen einbauen. Wir zeigen Ihnen, wie. Allerdings sind dabei je nach Haustyp Besonderheiten zu beachten. So sind in Neubauten, die nach der Energieeinsparverordnung EnEV errichtet wurden, spezielle Öfen erforderlich. Sie müssen über einen externen Luftanschluss verfügen, da Energiesparhäuser quasi luftdicht sind. Irgendwo muss der zur Verbrennung nötige Sauerstoff ja herkommen. Gleiches gilt für Altbauten, die energetisch nach der EnEV saniert worden sind. Grundsätzlich kann man sagen, in die Planung unbedingt den Schornsteinfeger mit einbeziehen. Er muss die Installation abnehmen und ist der Experte, wenn es um den Brandschutz geht. So müssen beim Aufstellen eines Ofens bestimmte Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien eingehalten werden. Ist im Zimmer Parkett verlegt, muss der Ofen etwa auf einer Schutzplatte aus Metall oder Glas stehen. Und wie einfach ein Hightech-Edelstahlkamin versetzt wird, das sehen Sie im nun folgenden Beitrag. Zuerst wird ein Loch in die Hauswand gebohrt und an der Austrittsstelle wird dann der Edelstahlkamin, am besten mit keramischem Profil-Innenrohr, montiert. Wie das geht? Schauen Sie zu. Und so einfach ist es, einen Edelstahlkamin zu versetzen. So, und für welchen Ofen auch immer Sie sich entscheiden, die Auswahl ist ja riesengroß, eines müssen Sie als Hausbesitzer bedenken: Der Ofen muss die gültigen Emissionsvorschriften erfüllen. Das heißt, neu installierte Kaminöfen dürfen nur eine bestimmte Menge Feinstaub ausstoßen. So steht es im Bundesemissionsschutzgesetz. Das heißt, achten Sie in jedem Fall darauf, dass der Ofen typgeprüft ist und dass die Hersteller alle gültigen Normen erfüllen.